It's you. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? That escalated quickly. Sie kannten meine Mutter? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Treffen wir eine Abmachung? Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from me. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Wie zur Hölle kamen die auf die Idee, dass ich was damit zu tun habe? Ich habe doch schon für die Polizei gearbeitet. Was soll denn das? Beweismittelschein. Wer sich im Besitz dieses Beweismittelscheins befindet, ist berechtigt, alle Beweismittel des Falls mit dem Aktenzeichen 6260 einzusehen. Gut, das ist meiner. Hier ist auch 6260. Einsatzbericht. Nach der Aussage eines Zeugen, eine Leiche als Folge eines satanischen Rituals aufgefunden zu haben, wurde eine Razzia auf dem Manchus-Anwesen genehmigt. Wer war das denn? Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtiger Personen und zur Auflösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Masken und Roben zugegen waren. Sie konnten beim Vollzug unsittlicher und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Der Leichnam des Tatopfers wurde liegend und mit einer Stichwunde in der Brust auf einem Altar vorgefunden. Die Beamten identifizierten das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt, örtlicher Darstellungskünstler. Festgenommene Verdächtige B. Vogel. In W. Vogels Besitz befand sich ein im barschen Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. W. Vogel behauptet, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. Okay, nochmal. Ein Brief aus der Feder des Tatopfers. Okay. S. Holmes trug die Tatwaffe, einen Dolch mit dem Blut des Tatopfers sowie weitere Beweisgegenstände bei sich. Okay, das ist der Grund, warum. Alles klar. Er war von einer der anderen verdächtigen Personen, W. Vogel, eingeladen worden, vermutlich um die polizeilichen Ermittlungen zu behindern. Klar. K. Manchos, Eigentümer des Anwesens und Veranstalter der satanischen Zusammenkunft. Er hatte das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Tatort. Matista, Partnerin des Tatopfers und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen und widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das im Altarraum durchgeführt wurde. Einige der Gäste wurden für eine weitere Befragung in Gewahrsam genommen. Gut, was ist mit Santos? Der ist jetzt hier nicht dabei. Der hatte auch einen Schlüssel.
Back on track to solve the case. Das ist der Brief bestimmt. Ah, doch nicht. Protokoll einer Zeugenaussage. Ach, Santos hat es gemeldet. Könnte auch eine gute Taktik sein, um von sich selber abzulenken, ne? Hiermit möchte ich, Santos Pinchetti, einen Mordfall auf dem Anwesen von Kurt Manchos in Grand Serrais melden. Während der Vorbereitungen für die heutige Abendgesellschaft hörte ich laute Geräusche aus einem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah an den Wänden überall Blutflecken und seltsame Symbole. Außerdem steckte in der Brust des Toten ein Dolch. Es kann sich dabei nur um ein Opferritual handeln, geleitet von Kurt Manchos persönlich. Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich auf die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Eine Polizeistreife wurde nach Erhalt dieses Schriftstücks zum berichteten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Santos. Wir dürfen jetzt hier gehen, oder? Ja, wir können die Leute verhören. Ich kann nicht das Outfit wechseln. Fantastisch. Look, I found Werner. Da hinten, okay. This area is restricted. Okay, ich glaube, das hat keinen Sinn gerade. Ach, vielleicht ist das der Verhörraum und ich muss mir erstmal jemanden zum Verhören aussuchen. Okay. Ist das Herr Manchos? Das könnte Matista sein. Wem wollen wir denn anfangen? Ja, komm, Werner. What a bunch of losers. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time at this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Ach, Werner. Wenn ich wüsste, dass er unschuldig ist. Aber andererseits, ich weiß schon, dass wir ihm eigentlich gar nicht vertrauen dürfen. Und weil er ist doch, Leute, er ist doch garantiert der Bruder vom Otto Richter. Nö. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Ich würde nicht für dich lügen, weil ich glaube zu wissen, wer du bist.
So, was können wir denn... Protokoll einer Zeugenaussage. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Mehr können wir ihn nicht fragen. Na gut. Manchos. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained boors. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the boars again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a Nicht wirklich. disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. ich, ich muss, ich muss sie erst einmal untersuchen. So, nicht bewegen, ich gucke sie jetzt an. So. Ich schnüpfel einmal überall. Rouge trägt Schminke. Rote Punkte, Ausschlag von Haarfärbemittel. Ja, manchmal sollte man in Würde altern. Achso, ja, vielleicht sollte ich auch runtergehen. Immer die Hände, ne? Das ist immer irgendwas. Seife unter den Fingernägeln. Wusch in Eile seine Hände. Okay, gut. Was haben wir da? Ja. Hochwertiges poliertes Leder, sehr teuer. Ja, gut. Kurt Manchos ist ein äußerst reicher, exzentrischer und frivoler Mann. Er ist der Veranstalter der Feste für die Elite Cordonas und der Eigentümer des Manchos-Anwesens. Er verbringt sein Leben in Gesellschaft ähnlich überprivilegierter Menschen. Allerdings möchte Mr. Manchos sein wahres Alter vor den jüngeren Gästen seiner Feste verbergen. Das Altern bereitet ihm so große Sorgen, dass er sich schminkt und seine Haare färbt, um jünger zu wirken. Ja, ich glaube, das ist die richtige Analyse. Sauberkeitsfanatiker. So. Dieser frivole Lebenswandel hat ihn allerdings extrem vorsichtig werden lassen, was seine Gesundheit anbelangt. Er setzt in diesem Zusammenhang so viele Chemikalien und Haarmittel ein, dass er damit seiner Haut schadet. Okay, wo ist der Zusammenhang? Hat ihn vorsichtig werden lassen, was seine Gesundheit ergibt für mich keinen Sinn. Verbirgt sein wahres Alter. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. Oh, das But gefällt still, dir, oder? it shouldn't be an issue for Du Arsch. someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Widerlicher Typ, ey. Ich wüsste gern mehr über ihre Feste. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Warum haben Sie Mr. Vogel eingeladen?
Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Wen laden Sie immer ein? I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Was für ein Mensch war Fabio? What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties, young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. So. Wo sind die Manschettenknöpfe? Na, hierzu können wir auch fragen. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. You'd better ask someone else. Wo sind die Knöpfe da? You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Schnell hier raus. Wo er noch zu nah an uns herankommt. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Mein Beileid. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Würgemale. Blutige Blutergüsse, vor kurzem erlitten. Interessante Tätowierung. Einfache okkulte Tätowierung, tätowiert sich selbst. Hier ist auch noch so eine Sklaven-Tätowierung, richtig? Ein Brandmal. Brandzeichen mit Brenneisen eingebrannt. Ich habe gesehen, verletzt sie sich auch selbst.
Alte und heilende Schnitte. Sich selbst zugefügt. Aber sie sind alt, okay. Abgebissene Fingernägel, nervös. Was ist das denn? Narben von Ketten, alt und kaum noch sichtbar. Eine alte Sklavin. Losgelöst von ihrem Körper. Matista ist eine darstellende Künstlerin und war Fabius Partnerin. Sie hatte ein schwieriges Leben. Bereits im Kindesalter wurde sie versklavt, wovon ihr Brandzeichen zeugt. In der Sklaverei lernte sie Fabio kennen, was die ähnlichen Brandzeichen der beiden erklärt. Alte Narben auf ihrem Körper sind bleibende Erinnerungen an ihre Jugend als Sklavin. Auch heute noch plagen sie diese traumatischen Erlebnisse. Matistas Verbindung zu ihrem Körper scheint nach Jahren der Misshandlung pragmatischer Natur zu sein. Gegen Geld bietet sie sich den Gästen an, die mit ihr machen können, was sie wollen. Sie hat keine Angst davor, Grenzen zu überschreiten. Zudem tätowiert sie sich selbst. Oder bestraft sich für Vergangenheit. Das ist das Gleiche. Matista hegt ein großes Interesse für Mystizismus, weswegen sie ihren Körper mit okkulten Symbolen tätowiert hat. Sie versucht, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und das Leben als darstellende Künstlerin scheint für sie eine gute Gelegenheit zu sein, Geld zu verdienen. Okay. So, der erste Part ist gleich. Da haben wir keinen Unterschied. Darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Tätowiert sich selbst. Ja. Bestraft sich für Vergangenheit. Wäre möglich. Ich meine, es ist interessant, dass es ausgerechnet ein okkultes Symbol ist. Die Blutergüsse sind neu. Aber vielleicht sind die außerhalb des Normalen, sag ich mal, bei ihr. Haben so insofern eine bestimmte Bedeutung für den Fall. Blutergüsse eventuell. Hegt sie dann wirklich ein großes Interesse? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago. Couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts helped me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. Wollt ihr jetzt sitzen oder stehen? Woher stammen die Blutergüsse? The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Also sind es doch neue Narben auch am Arm. Dann passt das ja, dass sie sich selber offenbar bestraft. Gut. Beweis mit dem Aktenzeichen einzusehen. Ja, das würde ich gerne machen.
Und gerne natürlich noch mit dem Herrn Santos reden.